Motherfucker, I hate this motherfucker. No, Sam, that's not how I do it. Let me show you how we take care of the creature. I hate him. Let me show you how we take care of the creature. Go, Rita! Ist es schlimmer zu lügen oder belogen zu werden? Beides ist schlimm und deshalb sage ich, lügen sollte man überhaupt nicht. Man muss nicht immer alles sagen, was man weiß, aber das, was man sagt, muss stimmen. Das ist ein chinesisches Sprichwort, glaube ich. Danke, dass Sie es sagen. Und jetzt will ich Sie einmal fragen, was muss eigentlich in Deutschland noch passieren? Wie viele Menschen müssen noch ermordet werden? Wie viele Kinder müssen noch Opfer solcher Gewalttaten werden, bevor Sie auch der Meinung sind, dass es sich hier um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt? Was muss eigentlich noch geschehen? Es ist unvorstellbar für mich, dass wir einen israelischen, gewählten, demokratisch legitimierten Staats- und Regierungschef in Deutschland nicht mehr einladen dürfen zum Besuch. Und ich werde alles tun, um das zu ermöglichen und eine entsprechende Vollstreckung dieses Spruchs des Internationalen Strafgerichtshofs abzuwenden. Ich werde das jedenfalls so nicht akzeptieren. Motherfucker, I hate this motherfucker. No, Sam, that's not how I do it. Let me show you how we take care of the creature. I hate him. Let me show you how we take care of the creature. Go, Rita! Kurze Vorbereitung für die nächste Veranstaltung und fürs TVDL am Sonntagabend. Ich lasse mir doch nicht von einem amerikanischen Vizepräsidenten sagen, mit wem ich hier in Deutschland zu sprechen habe. And my personal view and my willing is still and remains to deliver. Wir würden von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen. Nein, Frau Weidel, wir sind nicht neutral. Wir stehen nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine. Wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die... Ich bin dafür, dass wir eine Impfpflicht faktisch durchsetzen. So, und faktisch durchsetzen heißt 2G. Ganz konsequent 2G. Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen. Es ist jetzt gut mit Toleranz. Der Abschuss einer deutschen Rakete aus der Ukraine heraus auf ein russisches Ziel wird als Reaktion, das werde ich Ihnen vorhersagen, was passieren wird als russische Reaktion nach sich ziehen, dass ein deutsches Ziel beschossen wird. Das ist der NATO-Bündnisfall, dann haben wir Krieg. Und dementsprechend ist das unbedingt zu verhindern. Die AfD ist angetreten, unbedingt Taurus zu verhindern. Wir werden uns im nächsten Bundestag dafür einsetzen, dass Taurus verhindert wird. Denn Taurus ist eine große Gefahr, eine existenzielle Gefahr für Deutschland und für Europa. Wenn Sie Merz wählen, kriegen Sie Krieg und Habeck. Also dann viel Vergnügen. Friedrich Merz ist gerade in der Ukraine gewesen. Er hat dort Versprechungen gemacht, wo selbst die Welt, die immer positiv über Merz berichtet, titelt, Merz macht Versprechungen, obwohl er noch gar kein Kanzler ist. Das heißt, Sie wählen mit Merz den Krieg und ein Weiter so. Und deswegen hat Alice Weidel recht, als sie im Bundestag sagte, Sie sind doch nichts anderes als ein Ersatz-Olaf. Und wenn Herr Habeck Wirtschaftsminister bleiben will, dann kann er's. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil ich möchte, dass Putin versteht, dass er uns nicht angreifen kann. Dieser Krieg wird nur zu Ende gehen, wenn wir Putin klar sagen, du hast keine Chance, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Ich glaube, wir müssen Putin zeigen, du hast keine Chance, gegen uns zu gewinnen. Okay, dann verstehe ich das jetzt. Ja? So, ich weiß. Motherfucker, I hate this motherfucker. No, Sam, that's not how I do it. Let me show you how we take care of the creature. I hate him. Let me show you how we take care of the creature. Go, Rita! Markus Söder von Ihrer Schwesterpartei hat jetzt noch mal bekräftigt, dass er die Wehrpflicht schnellstmöglich wieder einführen möchte. Wie schnell darf das in Ihren Augen gehen? Wir gehen ja in der CDU sogar noch einen Schritt weiter und sprechen von einer allgemeinen Dienstpflicht. Das haben wir lange diskutiert. Es hat einen klaren Parteitagsbeschluss für gegeben. Und das Interessante ist, wenn ich heute mit Besuchergruppen spreche, die aus meinem Wahlkreis nach Berlin kommen, dann mache ich so den Test und frage die mal, wie steht ihr dazu? Und ich habe noch keine einzige Abstimmung gesehen, wo nur eine Minderheit dafür war. Es waren immer die Mehrheit, manchmal 2 Drittel, 3 Viertel Mehrheiten, wo die jungen Leute gesagt haben, wir sehen das ein, so etwas
wäre eine Chance für uns auch. Kommt das sofort, wenn Sie Bundeskanzler werden? Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, sie auch umzusetzen. Das kann man nicht über Nacht machen. Wir sprechen über 700.000 junge Leute pro Jahr, die wir erfassen müssen und die wir auch entsprechend zum Beispiel für den Wehrdienst mustern müssten. Ich bin sehr dafür, dass wir das so machen, wie Pistorius das ursprünglich mal geplant hatte, dass man nämlich zunächst einmal mit einem Schreiben an alle, die 18 Jahre alt werden, eine solche Aufforderung richtet. Meldet euch, füllt einen Personalbogen aus, auch übrigens an Frauen. Dazu müssten wir das Grundgesetz ändern, auch für die Wehrpflicht. Das würden Sie machen. Ja, das ist selbstverständlich, dass man das machen müsste. Und dann müsste man diese Frage diskutieren und sukzessive aufbauen. Zunächst einmal abfragen, seid ihr bereit, freiwillig den Wehrdienst zu leisten, freiwillig auch einen sozialen Dienst zu leisten. Und dann müsste man das sukzessive wieder aufbauen. Wir haben die Strukturen heute gar nicht, um das über Nacht. Ihr könntet bald von Soldatinnen unterrichtet werden. Das müsst ihr darüber wissen. In Österreich fehlen gerade ja einige LehrerInnen und damit eure Unterrichtsstunden künftig nicht ständig ausfallen, gibt es jetzt einen neuen Plan. SoldatInnen sollen als Lehrkräfte ins Klassenzimmer geholt werden. Das sagen Bildungsminister Polaschek und Verteidigungsministerin Tanner jetzt. Konkret geht es dabei um SoldatInnen von der Miliz, dem Heeressport und der Militärmusik. Diesen neuen Plan findet etwa die österreichische Hochschülerinnenschaft gar nicht gut. Sie sieht darin eine Militarisierung des Schulsystems. Erstens, ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen oder die von der europäischen Freizügigkeit Gebrauch machen. Das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Ich will auch noch mal einmal sehr deutlich sagen, niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Herr Merz, Sie haben gestern Abend mit Herrn Netanyahu telefoniert. Und haben Sie ihn, können Sie das bestätigen, schon nach Deutschland eingeladen? Und wie wollen Sie sicherstellen, dass er hier nicht aufgrund des Haftbefehls Internationalen Strafgerichtshofs in Deutschland verhaftet wird? Wie wollen Sie das sicherstellen? Danke. Wir haben in der Tat gestern Abend telefoniert. Er hat mich angerufen, mir gratuliert. Sie wissen, dass wir uns gut kennen. Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir uns bald sehen sollten nach der Regierungsbildung. Und für den Fall, dass er einen Deutschlandbesuch plant, habe ich ihm auch zugesagt, dass wir Mittel und Wege finden werden, dass er Deutschland besuchen kann und auch wieder verlassen kann, ohne dass er in Deutschland festgenommen worden ist. Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann. Der wird Deutschland besuchen können. Motherfucker, I hate this motherfucker. No, Sam, that's not how we do it. Let me show you how we take care of the creature. Let me show you how we take care of the creature. Go, Rita! Vielleicht noch an einem konkreten Beispiel festzumachen. Merz hat heute erklärt, er wird Benjamin Netanyahu nach Deutschland einladen. Umgehend haben Sie sich da schon eine Meinung gebildet? Unterstützt man diesen Merz-Ansatz oder sagt man, wir stehen eher für Völkerrecht und den ICC ein? Das haben wir immer klar gesagt, dass alle, die mit dem internationalen Haftbefehl gesucht werden, der muss in Deutschland umgesetzt werden. Es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen Putin. Wenn Wladimir Putin nach Deutschland kommt, dann muss dieser Haftbefehl umgesetzt werden. Das gilt für Netanyahu ganz genauso. Und es ist fatal. Es war immer Deutschland, die dieses Statut von Rom wahnsinnig unterstützt hat. Das war eigentlich Deutschland, das Land, das immer ganz vorne war, wenn es um den Internationalen Strafgerichtshof ging. Und das jetzt aufzuweichen, zum ersten Mal zu sagen, wir messen mit zweierlei Maß, wenn uns der Haftbefehl nicht passt, dann setzen wir ihn nicht um. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für das internationale Völkerrecht, weil der eine große Champion Deutschland fällt damit weg für das Rom-Statut. Ich halte das für einen Riesenfehler. Und wir sind da völlig klar, wenn Netanyahu nach Deutschland kommt, muss er natürlich verhaftet werden. Das ist Völkerrecht.